100 meters straight away. Yeah. Let's do it. Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir normalerweise zusammen surfen gehen, aber heute sind wir auf dem Weg zum Hafen in Sagres, denn dort wartet uns eine Überraschung. Hey friends, today we're gonna do a little different episode because it's flat, dead flat. We are not going to surf, but we're going to do something really cool today with Micha. This Hi is guys. Micha. Yeah, it's me. Yeah. So today is flat as a pancake, as Philip said, and we will try to do some snorkeling, freediving, and see what's underwater, and have some fun, huh? Yeah, that's it. Yeah, and also he's probably going to explain some really cool stuff because he's a marine biologist. It's just marine. Yeah. American guy. Yeah. Maybe about algae and animals living around here, and but basically having a good time. Exactly, seeing- that is. Yeah. Fits. You can take a breath and try to see if the If mask holds. Yeah. holds. Yeah. Cannot take a breath, so. No. Yeah. So this will be for you. Then Philippe. let's see which one is the best. This or that, both are kind of the same, but this is I think nicer. Für das Freitauchen, das heißt ohne Sauerstoffflaschen, ist die richtige Vorbereitung wichtig und wir brauchen natürlich das richtige Equipment, was wir hier erstmal anprobieren. But it shouldn't fall off, right? Or should I just when I breathe in, that it just holds and Yes. no air is coming? Yeah. We'll see. Take your. It makes a whole difference. You can chop with. Yeah. Yeah. And then we need to stay warm. So this Yeah. is the hood for you, like a Also surfer. We can find something for you too. They're like princess, huh? It's a Cinderella moment. Cinderella. It's alright. Yeah. With that we can dive really deep, right? Okay. Yeah. Like 100 meters straight away. Yeah. Yeah. Let's Yeah. do it. Let's okay. do it. So now Won't fall should off. be won't fall off. How this feels? It's, I think so. We have snorkels and we go. That's it. That's it. We do not need anything more. Yeah. What do you think, Michael? What kind of animals are we going to expect? I'm going to see Kraken for sure. It's my pet. I feed him like every day almost. Oh, nice. With people that you bring for diving. So you're the next one. You're the snack. It's like almost lunchtime, yeah? So this and mermaids, always. Some cuttlefish, they like to cuddle, and some crabs, I guess. Yeah. So Yeah. And of course the orca, right? orca, yeah. There's Actually, an there was orca some here. been a few days ago, actually, around the coast. So let's try to see if we can find some, Nice. or they find us. Yeah. This is it. We're going to clip it to our weight belts and use it in the water. So yeah. Nice. Shopping bag. Because it's not only going to be really fun, it's also going to be a little bit of work because you're working at the local maritime institute, so to speak. Right. Yes. The lab, the biotech lab. Yeah. Marine biology. I'm marine biologist, and we need to collect some samples for our new research, and hopefully we can get some nice samples. Yeah, exactly. So, yeah, let's do it. Let's do it. Do it. Raus aus Sagres geht es entlang der hohen Steilküste der Westalgarve, die im Laufe der letzten 650 Millionen Jahre entstanden ist, geformt durch Erosion und Verschiebung von tektonischen Platten. Die ersten Menschen, die diesen Küstenabschnitt besiedelten, dachten nicht zu Unrecht, dass das das Ende der Welt sei. Entsprechend kommt da auch der Name Sagres her, was so viel wie heilig bedeutet. Alright, the others are already up ahead and now we're gonna carry all the stuff, including the diving weights, to the spot where we're going to dive, and you will see it's really a beautiful place. I've been going there before, not for snorkeling, but just to stay there because it's so magnificent. And yeah, I'm really excited to see how the whole thing looks from underneath the water.
So this is what we were expecting, to have really clean Water. water, yeah. Amazing conditions. Clean and clear. Stay up here and Okay, the storks are already here. And this cliff is an impressive one for some people to go climbing. And there are many climbing spots around here. Right. the area, I know many in people- Atalaya there is as well good spots to do that. Yeah, But this one is very impressive. ja. Über einen steilen Weg unterhalb der Klippen müssen wir unser ganzes Equipment nach unten tragen. Das letzte Stück über große Abbruchkanten und Felsen hin zu einem Strand, der nur bei Ebbe sichtbar ist und ansonsten unter der Flut verborgen bleibt. This is a nice, it's a fossil, it's a belemnite. Unten am Strand angekommen, zeigt uns Michael dann noch eine Besonderheit. Eingeschlossen in die Gesteinsschichten finden sich Fossilien, die mehrere hundert Millionen Jahre alt sind, von sogenannten Belemniten oder auch Donnerkeile genannt. Das sind die innenliegenden Skelette von den damaligen Tintenfischen, von der damaligen Tintenfischart. Die sind am nächsten verwandt mit unseren heutigen Tintenfischen und Oktopussen. Yeah, so this is our algae. It's a species of red algae that grows around here, and this is whole plant, whole species with the rhizomes, and this new plant growing here. So this is what we are going to collect today. Yes, we're Yeah. going to have a look with the spots where it lives, and then collect from. So yeah. Had to check if the weights are enough, and they are. And yeah, he tried to drown you, but it didn't work. Okay, let's get ready. Nachdem wir nochmal unsere Tauchgewichte gecheckt haben, dass sie auch nicht zu schwer sind und auch nicht zu leicht, sondern genau richtig ausbalanciert, machen wir uns fertig und gehen rein in die Gewässer, die eine unfassbare Vielfalt an Meereslebewesen bereithalten. Wolfsbarsche, Tintenfische, man findet aber auch Makrelen, Zackenbarsche, die Meerbarbe, Meeresaale, Seehechte, Goldbrassen und Sardinen. Damit ist es auch überhaupt kein Wunder, dass Portugal und die Algarve im Speziellen für ihre Meeresfrüchte in der Gastronomie bekannt ist. Jetzt aber zurück zum Eigentlichen. Wir waren ja mitgekommen, um Micha ein bisschen beim Probensammeln zu helfen. Das hat aber nicht geklappt, denn ich habe ihn direkt aus den Augen verloren, als ich einfach ein paar schönen Felsformationen gefolgt bin. Und obwohl das Wasser richtig klar war an dem Tag, also wir hatten über 20 Meter Sichtweite, war es dann gar nicht so einfach, ihn wiederzufinden. Dafür habe ich was anderes entdeckt. Ich bin dann weiter entlang der Klippen geschwommen und unter mir war Riff und auf einmal komme ich an eine Abbruchkante, die über 12 Meter tief war, geschätzt. Und die habe ich dann erstmal versucht ein bisschen zu erkunden. Ich habe mich aber nicht direkt getraut, alleine komplett bis zum Grund zu tauchen. Ich wusste nicht genau, wie tief es ist. Dann beschlossen erstmal wieder Micha zu suchen und auf dem Weg zu Micha noch ein paar schöne andere Spots entdeckt. So kommen wir zum Beispiel immer wieder an solchen Felsspalten vorbei, die ich auch immer wieder mal versucht habe, ein bisschen für euch zu erkunden. Was gar nicht so, also für mich war es ein bisschen gruselig, denn die wurden nach hinten dann oft enger Richtung Klippen. Was richtig schön war, was man hier sehen kann, das müssten doch sogar Korallen sein. Wenn ihr das wisst, sagt mir das gerne mal, vielleicht ist ja der ein oder andere bei euch dabei, der sich auch ein bisschen mit der Unterwasserwelt auskennt. Was ja vor allem auch richtig schön ist und mich total begeistert, ist der super sandige, flache Meeresboden, auf dem das Licht sich reflektiert und dann diese schroffen, steilen Felsen, die dann einfach aus diesem platten Meeresboden aufsteigen. Nachdem ich jetzt dann die erste Stunde schon alleine lost unterwegs war und ein paar schöne Sachen entdeckt habe, habe ich dann auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht Micha wieder entdeckt, der inzwischen schon einen halben Sack Algen für seine Forschung gesammelt hatte.
So ein Sack Algen wiegt tatsächlich auch ein bisschen was, das meint man gar nicht unter Wasser. Aber zusätzlich zu dem Bleitauchgewicht, was er noch anhat und was ich auch anhatte, ja, ist es dann schon so, dass man fast kaum noch den Kopf über Wasser halten kann, wenn man sich das anhängt. Natürlich habe ich mich auch direkt von dem Unterwassercanyon erzählt, den ich entdeckt hatte. Und er hatte sofort Lust, auch rauszufinden, ob wir es schaffen, da mal auf den Grund zu tauchen. Auf dem Weg dahin zurück hat er mir noch ein paar Löcher gezeigt in den Felsformationen, die durch kleinere Steine ausgewaschen wurden, auch über eine extrem lange Zeit. Seht euch diese Abbruchkante an. Ist das nicht der Wahnsinn? Es war tatsächlich ein abgefahrenes Gefühl, darüber zu schnorcheln. Die obere Platte, die ist ungefähr auf 3 Meter, 3,50 Meter Tiefe und dann fällt das Ganze nochmal so circa 10 Meter ab. Überhängend. Das fühlt sich einfach nur richtig geil an, da drüber zu schwimmen, wenn man dort das auch zum ersten Mal entdeckt. Von diesem Plateau aus dann rüber geht über die Kante. Micha wollte es als erstes ausprobieren, da mal runter zu tauchen und er hat mir dann ein paar Tipps gegeben vom Freitauchen, wie man sich ein bisschen vorbereitet, wie man Druck gut ausgleicht und wie man seinen Atem beruhigt und möglichst viel Sauerstoff anreichert im Blut, um dann da ganz entspannt runtertauchen zu können. Als nächstes war ich an der Reihe und für mich als jemand, der normalerweise über Wasser unterwegs ist und kein Freitaucher ist, war das schon auf jeden Fall eine respekteinflößende Tiefe. Da gilt es dann nur Augen zu und durch, Druck ausgleichen, ab geht's. Von der Neugier gepackt sind wir noch ein bisschen tiefer unter diesen Höhlenbogen geschwommen, auch dort den Canyon abzutauchen, der an der Stelle noch ein bisschen tiefer war. Micha hat es natürlich geschafft, auch da bis ganz runter zu tauchen.
raus aus dem Canyon und rauf auf den Bogen. Da war es natürlich naheliegend, da mal runter zu springen. Circa 15 Meter. Mir ging richtig die Muffe. So that was the little diving trip. Not that little. Yeah, not that little. Not that little. Yeah, we actually spent some hours here. I don't know how late. Oh yes, I know how late it is. A couple hours, 3 hours maybe. This is it. So. And neither not much algae left in the ocean. We collected Yeah. it all. Oh, it's all there. All Yes. for the science. Exactly, name of science. And we have this amazing day, amazing conditions. Yeah. Beautiful, transparent blue water. Amazing company. What would be the outcome of analyzing the algae? So we hope to use it as a supplement, and in general be very healthy, Yeah. very good for our bodies Yeah. and minds. Nice. And now we have to go all the way back up. Abgefahrenes Abenteuer für mich auf jeden Fall. Richtig stark, dass ich euch mitnehmen konnte, mal unter Wasser, wenn wir normalerweise surfen gehen. Wenn ihr Bock habt, beim nächsten Abenteuer wieder mit dabei zu sein, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Freut mich, hilft dem Channel zu wachsen und mehr solcher cooler Abenteuer zu fabrizieren. Ich plane auch ein paar Reisen zu unternehmen, euch mitzunehmen, ein paar richtig coole Surftrips. Also kommt mit, seid mit dabei, ich freue mich auf euch, macht's gut und bis bald.